Hallo meine Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal ein paar Tage mit auf Arbeit, was so ansteht. Also willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute steht noch eine Hochzeit an. Um genau zu sein, jetzt gleich muss ich losfahren, deswegen auch im Business Look. Ja, da werde ich wahrscheinlich nicht so viel filmen können, weil ich habe niemanden heute dabei, keine Kamerafrau, keinen Kameramann. Deshalb mal gucken, wie viel ich da für euch mitfilmen kann. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Wetter jetzt erstmal hält. Die Temperaturen sind angenehm, das ist alles fein. Es kann nur sein, dass es ab und zu regnet. Und da wir komplett draußen in einem tollen Schlosspark das Brautpaar-Shooting machen wollen, wäre das so semi-optimal, aber wir gucken mal. Ja, ansonsten seht ihr, ich befinde mich noch in meinem Studio. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, dann wisst ihr schon, dass ich das Studio schließen werde. Und dementsprechend sieht es inzwischen hier auch ein bisschen aus, nämlich zum Teil sehr kahl. Auch da werden wir die nächsten Tage noch ein paar Dinge zusammen erledigen oder ausräumen und abbauen und ja. Also diese Studioauflösung ist im Grunde ähnlich wie ein Umzug, nur schlimmer. Und gerade sowas wie das große Sofa und hinten habe ich noch ein kleineres Sofa, das kann ich nirgendwo unterstellen, das kann ich nirgendwo hin mitnehmen. Das muss alles weg. Ja, also in diesem Sinne, schaut gerne mal bei meinem eBay Kleinanzeigen-Account vorbei. Heute dreht sich, wie gesagt, alles um die Hochzeit. Und ich habe es noch nicht gesagt, das Ganze findet in Ottendorf-Ockrilla statt. Wir sind erst auf dem Standesamt, ganz normal im Rathaus. Und danach fahren wir nochmal 10 Minuten weiter, wie gesagt, zu diesem wundervollen Schlosspark. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, wir haben gerade Saison für Mohn. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe Mohnblumen. Ich habe auch letztes Jahr ein ganz tolles Shooting im Mohnfeld veranstaltet. Dann gibt es auch ein kleines Short hier auf dem Kanal. Und wenn wir ganz viel Glück haben, befinden sich in diesem Schlosspark auch Mohnblumen. Und das wäre für mich persönlich, wäre das bombastisch. Da gibt es eigentlich erstmal nichts mehr zu sagen. So viel zum Intro. Langes Intro. Ja, ich stehe gerade hier im Schaufenster. Das wird wohl die nächsten Tage getackelt. Aber das reden wir alles in den nächsten Tagen. So. Übrigens auch ganz witzige Story. Ich habe versucht, die große Octabox hier, die ich immer dran hatte, zu verkaufen, weil die einfach zu groß, zu sperrig für mich ist zum Lagern. Die habe ich mal als Hauptlicht genutzt und letztlich hat sich herausgestellt, dass das jemand war, der die Videos schaut. Also jemand von euch. Und das fand ich ziemlich cool, ziemlich witzig. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Und deshalb, ja, schaut euch mal um hier in meinem Studio. Schaut euch mal um auf eBay Kleinanzeigen. Vielleicht ist ja auch was für den einen oder anderen dabei. Zum Beispiel auch dieser wundervolle Passbild-Hocker. Auch dieser darf gehen. Ja, ich höre jetzt mal auf mit dieser Werbeanzeige hier. Ich wollte auch, wenn ich hier bin, direkt noch ein paar Sachen mitnehmen, die ich zu mir nehme oder einlagere. Und das mache ich alles so schon seit Wochen, Monaten wahrscheinlich sogar schon, immer so peu à peu. Aber das ist echt viel. So, wir sind da. Sieht man mich überhaupt richtig? Nicht wirklich, ja? So. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bis die Gäste eintreffen. Das Brautpaar kommt dann zusammen noch ein bisschen später.
Und ja, ich habe jetzt genug Zeit, um mich einzurichten, eine Kamera vorzubereiten. Und dann starte ich mit ein paar so Impressionen von der Umgebung, vom Rathaus. Und so beginne ich gern die Reportage, dass es dann so ein kleiner Einstieg in die Bildergeschichte ist, bevor ich dann fotografiere, wie die Gäste ankommen etc. Ich werde auch hier wieder auf mein 24 bis 70 mm Objektiv zurückgreifen. Das ist mir einfach ein sehr treuer Begleiter. Vor allem bei Hochzeiten in Standesämtern ist eigentlich top. Und damit das alles ein bisschen einfacher wird für meinen Rücken und meine Schultern, werde ich die jetzt noch hier an meinem tollen Crossbody-Gurt befestigen. Habt ihr bestimmt auch schon ein paar Mal gesehen bei mir. Vor allem in puncto Sportfotografie. Da benutze ich das immer. Und ein bisschen die Einstellungen anpassen und dann geht das ab. Das Coole an dem Gurt ist halt auch, dass ich hier noch eine extra Tasche habe, wo ich noch einen Ersatzakku lagere und gegebenenfalls noch eine Ersatzspeicherkarte. Und dann habe ich das direkt griffbereit, wenn ich jetzt nicht eine Hosentasche zur Verfügung habe oder einfach auch nichts in die Hosentasche stecken möchte. Deshalb sehr praktisch. Wir haben es geschafft. Also ich. Und das Tolle war, ich bin am Standesamt gewesen, da hat so ein bisschen getröpfelt. Oh, ihr wackelt. Ein bisschen getröpfelt, dachte ich, okay, mal gucken. Ja. Dann hat das Wetter wirklich gehalten. Und die ganze Zeit, als wir das Brautpaar-Shooting im Park hatten, war es zwar bewölkt, aber dafür hatten wir schön gleichmäßiges, diffuses Licht und kein Tröpfchen. Kein Tröpfchen. Wir sind fertig und vor allem jetzt auf der Rückfahrt war Land unter. Also da hat es jetzt gerade richtig runtergehauen und ich bin so froh, dass wir dieses Zeitfenster vom Wetter bekommen haben für diese Fotos. Und die sind auch so schön geworden, die Fotos. Wenn ihr die fertigen Bilder mal sehen wollt, das wird wahrscheinlich, wenn das Video online kommt, noch nicht alles fertig sein. Dann schaut aber gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da werde ich mit Sicherheit einige Fotos aus dem Park posten. Und ja, wir hatten zwar kein Mohnfeld, aber dafür zum Beispiel so Rhododendron-Büsche, die geblüht haben, die farblich einfach perfekt zu den Kleidern der Töchter gepasst haben. Das war so schön. Es war, als wäre es abgesprochen gewesen. Also wirklich toll. Und ich glaube, ich hätte dort noch so viele Spots gefunden, ich hätte noch Stunden shooten können. Ich werde auf jeden Fall nochmal dahin, denke ich. Jetzt Thema Hochzeit für dieses Wochenende abgehakt. Zumindest, ja, das Shooten, weil jetzt kommt natürlich noch die Nachbereitung. Ich sitze jetzt dran, die Auswahlgalerie vom Brautpaar-Shooting zu sortieren, also vorzusortieren. Guck da, welche sind eventuell weniger geeignet in puncto Schärfe, falls der Ausschnitt nicht so sitzt, wie ich das gern hätte. Oder natürlich, wenn jemand geblinzelt hat, solche Sachen sortiere ich für das Brautpaar gern schon vor, bevor ich das dann in die Auswahlgalerie reinlade, weil das wären sowieso mehr als genug Bilder und es wird schon schwer genug. Deshalb, ja, versuche ich da ein bisschen Vorarbeit schon mal zu leisten. Das ist, was ich gemeint habe. Es sind so schöne Rhododendron-Büsche da gewesen. So schön. So, so schön.
gesehen habt, habe ich heute den Vormittag damit verbracht, weiterhin Hochzeiten zu bearbeiten. Jetzt bin ich hier im Studio und ich will ein bisschen vorankommen. Habe nur noch keinen konkreten Plan, mit was ich anfange. Ich kann euch ja mal den aktuellen Stand zeigen und was ich mir bisher dabei gedacht habe. Ich dachte mir, dass ich heute das Schaufenster ein bisschen in Angriff nehme und die Bilder alle abhänge. Dann muss diese Folie wieder runter, also die einzelnen Buchstaben müssen runter. Und davor möchte ich mich ehrlich gesagt ein wenig drücken, denn ich habe das schon mal gemacht und ich weiß, wie bescheiden das abgeht. Aber ich habe den Föhn dabei und einen Plastikspatel, mit dem kann man es dann abkratzen. Ja, das muss gemacht werden. Und dann hier im Shooting-Bereich werde ich vielleicht die Lampentechnik verräumen in ihre Kartons, beziehungsweise einfach ein bisschen zusammenpacken. Die Hintergründe könnte ich schon abnehmen. Ja, das wartet noch auf seinen neuen Besitzer. Und den Tresen müsste ich auch mal freiräumen. Das sieht jetzt von der Seite nach nichts weiter aus. Ist auch nicht so viel eigentlich. Aber hier hinten habe ich noch so einiges, was ich sortieren muss, was ich behalte, was ich wegschmeiße. Oder auch wo ich was hin tun kann. Genauso mit den Boxen. Die sind zum Teil noch gefüllt. Ich denke, mit dem vorderen Bereich hier werde ich heute anfangen. Und wenn ich dann noch Bock habe, dann widme ich mich eventuell dem Lager nochmal. Da habe ich auch schon angefangen, diverse Sachen zu sortieren und entrümpeln und zusammenzupacken. Aber das ist natürlich noch nicht fertig. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen hier vorne an. Ich habe jetzt fast die Hälfte von der Scheibe. Diese Kleberückstände, die muss ich noch irgendwie abkriegen. Das ist eine bescheidene Arbeit und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir heute den Rest von dieser Tür antun will. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas anderes machen kann, was mir Spaß macht. Aber es macht alles keinen Spaß. Ich werde jetzt noch fürs Gefühl ein paar einfachere, schnellere Dinge abändern, die aber mehr Effekt haben als jetzt diese Aufkleber. Und ich denke mal, ich werde erstmal alle Bilder abhängen, soweit ich rankomme. Ich habe nämlich auch festgestellt, ich habe ja gar keine größere Leiter jetzt hier. Also kann ich auch die großen Hintergründe nicht runternehmen. Ich habe nur hier so eine Hitsche und die reicht bei mir leider nicht. Deshalb werde ich jetzt mal so versuchen, ein bisschen aufzuräumen und die ein bisschen zusammenzusammeln. Diese Leinwände und Wandbilder, die ich dann, ich wollte gerade sagen archivieren werde, die ich dann einlagern werde. Dass ich das alles so ein bisschen gebündelt, zumindest organisiert, dann bereitstehen habe.
sagen, der Tresen sieht jetzt verkaufsbereit aus. Alles weg, alles runtergeräumt. Jetzt kann ich Maße nehmen und Bilder machen für eBay Kleinanzeigen und dann hoffe ich, dass sich jemand findet, der den vielleicht gut gebrauchen kann. Ich zeige euch gerne mal den Stand der Dinge jetzt hier vorne im Schaufenster. Dieser Teil, der muss halt noch komplett abgemacht werden. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe dafür heute keinen Nerv mehr. Deshalb machen wir jetzt zu. So, wir sehen uns aber dann gleich nochmal wieder. Ein neuer Tag, ein neuer Einsatz hier im Studio. Heute habe ich ein bisschen Werkzeug noch mitgebracht, um die Aufhängungen für die Wandbilder und so alles schon mal aus der Wand rauszubringen. Und dann werden wir uns heute nochmal dem Tresen widmen. Ich möchte heute Fotos machen, damit ich den inserieren kann und alle Maße nehmen. Und ja, das ist der Plan für jetzt. Das war übrigens auch eines der cleversten Projekte, die ich hier im Büro umgesetzt habe. Ich lieb's organisiert und ich lieb's ordentlich und deshalb habe ich mir so eine Lochplatte bei Ikea besorgt und die entsprechenden Behälter dazu. Und das habe ich genutzt für Akkus und Speicherkarten. Ich habe das dementsprechend gelabelt. Hier oben waren eben die Akkus drin, ne? Glücklicher, Smiley und voll, logisch, leer. Logisch. Dann eine Etage drunter waren für die Speicherkarten. Da ist voll natürlich negativ. Halb frei, ne? Erklärt sich von selbst. Und die Freien, die haben einen positiven, einen glücklichen Smiley bekommen. Und dasselbe habe ich hier noch mit den anderen Akkus gemacht, jetzt für die Vlogging-Kamera oder für den Systemblitz. Die hatten ihre eigenen Behälter. Und ja, dann habe ich hier eben so die Kabel verstaut und hatte noch dieses größere Behältnis für Ladegeräte. Und das war echt, also das kann ich jedem empfehlen. Nimmt nicht viel Platz ein, ist recht unauffällig, lässt sich easy anbringen und macht einen riesen Unterschied, wenn es um die Organisation von Akkus und Speicherkarten geht. Ich bin gut vorangekommen und ich würde euch jetzt mal den Zwischenstand zeigen, wie es jetzt im Moment hier im Studio aussieht. Ich habe mich tatsächlich nochmal der Tür gewidmet und jetzt alle Buchstaben entfernt. Ich muss nur gucken, dass ich noch so ein bisschen über diese Kleberückstände drüber gehe und das noch wegrubbel. Aber ansonsten ist es fertig. Dann habt ihr gesehen, die ganzen Haken habe ich entfernt und die Wandbilder abgenommen. Auch hier sieht es jetzt recht kahl aus. Die Ecke ist komplett leer, alle Bilder sind ab. Für die Hintergründe brauche ich wie gesagt noch die große Leiter, genauso für das Schild da oben. Aber ich konnte schon den kleinen Hintergrund hier abmachen und habe auch die Wandhalterung abmontiert. Da sieht man jetzt bloß noch die ganzen Löcher. Generell sind hier noch sehr viele Löcher jetzt natürlich, die alle noch gestopft werden wollen. Auch hier, wo ich die Überwachungskameras hängen hatte, mit dem Kabelkanal, das habe ich alles entfernt. Und so sieht es dann gerade im Überblick hier ein bisschen aus. Die Bilder fürs Lager, die habe ich hier einmal aufgereiht, dass ich die beisammen habe. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich ganz gut vorangekommen jetzt die letzten Tage. Und ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit, bis es komplett
leer sein muss. Und weil heute so schönes Wetter ist, habe ich mir gedacht, ich beende das Video mit einem kleinen hübschen Zusammenschnitt von ein paar Impressionen, die ich heute Morgen bei meinem kleinen Spaziergang gesammelt habe. In diesem Sinne sage ich jetzt schon mal Tschüssi, danke fürs Reinschalten. Vergesst nicht dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat, und hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Auch natürlich ein Abo dalassen. Und ich glaube, dann habe ich jetzt alles genannt. Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß jetzt noch mit dem, ich nenne es jetzt mal mit dem Outro. Und bis bald. Bye.